Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem richtig kranken Video wieder. Kelvin ist wieder mit am Start. Genau. Und was geht heute Massefasi? Ihr seht nämlich schon ein Auto da im Hintergrund. Was ist das denn bitte? Dieses Video ist brandfrisch. Das müsst ihr euch vorstellen, ist im Prinzip wirklich noch auf meinem Computer auf dem Weg zum YouTube-Server zum Upload. Also wirklich brandaktuell. Es geht um das Tesla Model Y. Ihr seht im Prinzip das erste Fahrzeug, was hier in Deutschland aus China gekommen ist. Wir schauen uns das heute im Detail an, oder Kelvin? Genau, wir gehen mal in ein paar Details rein, schauen uns mal die einzelnen Features an, schauen, was ist neu, was ist alt und welche Änderungen gibt es eigentlich zum Model 3. Genau, ich kann euch sagen, es wird ADHS-mäßig hoch 10. Meine Hände schwitzen. Ja, ich sag mal, übernächste Woche kriege ich ja eh meins. Aber es ist sick, das schon zu sehen. Das kann ich euch sagen, es ist krank. Nach dem Intro geht's los. So, liebe Leute, André. Ich kann's mit Worten nicht beschreiben, was hier steht. Ohne Mist. Man hat dieses Fahrzeug ja, das ist bei Tesla üblich, bestellt, ohne es vorher zu sehen. Und jetzt, wo ich hier daneben stehe mit meinen 1,90 Meter, das ist eine wichtige Größe, ihr seht hier, es ist einfach, Papa, genau das, was ich auch wollte. Ein aufgeblasenes Model 3, aber wirklich mit einem geilen Kofferraum. Kommen wir gleich noch zu. Wir können ja einfach mal vorne anfangen. Im Konfigurator, die ein oder anderen, die jetzt bestellt haben, in Q3, die werden gesehen haben, dass die Scheinwerfer sich im Unterschied von Long Range zum Performance unterscheiden. Aber wir können euch beruhigen, schon mal das erste grüne Licht. Ihr seht hier auch die Projektorlinse. Das bedeutet, wir haben die gleichen Scheinwerfer wirklich wie im Performance. Das heißt, das neueste Modell. Und ansonsten fronttechnisch seht ihr auch, wir haben hier wesentlich mehr, ich sag mal, eine Angriffsfläche, um wirklich auch Fliegen zu fangen. Ist echt so. Ja, das wirkt vorne echt wuchtig, ne? Ohne Mist. Es wirkt wuchtig, das war auch Sinn der Sache, aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht so wuchtig wie zum Beispiel bei einem Enyaq oder bei einem Q4 e-tron. Da ist die Front gefühlt noch mal hier. Das ist hier nicht das Ding. Super sexy trotzdem. Wir haben den ja hier auch in Grau stehen mit schwarzmatten Felgen. Eine sehr schöne Kombi. Kann man echt nicht anders sagen. Das sind ja die Aufpreisfelgen, die 20 Zöller. Kommen sogar jetzt auf den neuen, absolut neuen Michelin Pilotsport e.V. Also wirklich bisschen leiser. Genau, leiser, effizienter, also wirklich ganz speziell für Elektrofahrzeuge. Wir fahren ja auch, sehe ich gerade, 255er Vorderachse und 255 Hinterachse. Können wir gerade mal schauen. Hinterachse sind wir auch unterwegs mit 255er. Ja, also kannst du auch super vorne nach hinten wechseln. Ja, das hängt vor allem auch mit der Traglast zusammen. Ihr könnt ja jetzt bei Model Y auch eine Anhängerkupplung dran machen. Komm, guck mal gerade mal hinter, dann kann ich euch das mal zeigen. Wo ist denn die? Die ist genau hier, in diesem Bereich drinne, könnt ihr abmachen und für 1.350 € dran machen. Würde ich euch sogar empfehlen, jetzt mal ein kleiner Insider, würde ich euch empfehlen, wenn es nach Dänemark später gehen soll, falls ihr doch sagt, ihr wollt ein deutsches Model Y haben, nehmt die Anhängerkupplung dazu, das kommt bei den Dänen immer richtig gut an. Aber kleiner Insider-Tipp. So, André, was haben wir hier unten? Also, ich meine, wenn er jetzt tiefer kommt, was machen wir dann? Ah, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ihr kennt meine beiden Fahrzeuge. Das waren ja richtige Brecher in der Tiefe. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde das Model Y, so wie es jetzt die Höhe hat, lassen. Denn ich finde das sexy. Ich finde, es passt zum Gesamtbild des Fahrzeugs. Genau, wenn wir mal die Seiten zeigen, die Felgen, ein paar Distanzscheiben drauf und dann sieht der richtig Baba aus. Das kann ich euch versprechen. Also da braucht er optisch gar nicht so viel verändern. Wir sehen hier die Mattflaps zum Beispiel. Ich meine, wenn man Offroad fahren will, dann kann man das hierzu auf jeden Fall machen. Die sind sogar ein bisschen flexibel, ne? Also kann man schön auch mal irgendwo mal hängen bleiben, ohne dass sie direkt abreißen. Genau. Und ich will nicht lügen, da müssen wir noch mal gucken nachher im Menü. Ich glaube, der hat sogar einen Offroad-Modus. Was das genau ist, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen nachher. Wir sind jetzt gerade hier vorbeigelaufen und schaut euch mal die großen Spiegel an. Also die sind ja echt größer. Die sind auf jeden Fall höher als wie die Model 3 Die Halterung scheint wohl noch so aus dem Model 3 zu sein, aber der Spiegel an sich, der scheint wesentlich größer und der ist auch abblendbar und beheizt. Ja, mega, wirklich mega. Und das nächste Feature ist, was uns immer, ich sag mal 300-400 € gekostet hat, die Scheibentönung. Ja, die ist schon ab Werk jetzt. Also das ist wirklich mega. Das ist doch krank. Sorry an alle Verlierer, aber da habt ihr keine Arbeit mehr. Nee, da seid ihr jetzt arbeitslos. Bitte sagt, die Seiten sind gemacht, die komplette Front ist gemacht. Wir gucken gleich nachher noch mal rein. Ja. Also absolut mega. Da kann man nichts sagen, schön gemacht. Wir sind jetzt auch schon wieder am Heck. Ja. Das Schönste, was ich echt sagen muss, ist dieser Teil. Ohne Mist, dieses Heck ist einfach wuchtig. Ihr seht hier noch kein Spoiler, den werde ich bei mir im Long Range noch dran bauen, das kann ich euch versprechen. Und das Schöne ist, warum steige ich auch zum Model Y über? Ich klicke mal drauf, genau wegen diesem Kofferraum. Das ist ein Watts ohne Ende. Ich hoffe, man sieht es gut auf der Kamera. Ja, man sieht es jetzt. Man sieht es jetzt, sehr schön, wirklich extrem tief. Ich kann mich ja gleich mal reinlegen, aber vorher schauen wir uns den mal an. Ihr seht hier im Prinzip die Staufächer links und genauso auch rechts.
Dann haben wir hier mal ein schönes tiefes Fach, wirklich. Also ist enorm tief. Also ich mal, guck mal, so richtig nach unten lehnen. Fall nicht rein, Junge. Da sind schon der eine oder andere Tesla-Mitarbeiter verschwunden. Ja, und das Schöne ist, Leute, ihr seht hier, das Ding hängt auch mal richtig ein. Kannst du mal kurz rausnehmen, dann sieht man auch den Mechanismus. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht, einfach eine kleine Mulde. Ja, steckt mal rein. Und schon kann man easy einladen. Zieht einfach und dann geht es wieder runter. Das ist wirklich cool gemacht und ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich mache das mal leicht so. Dann habt ihr hier nochmal Staufächer für die ganzen Ladekabel. Also ist auch wichtig, denn ihr wisst ja, was man alles immer so hat. Ich ziehe das mal zurück wieder. Und ganz cooles Feature, was ich immer vermisse bei Elektroautos, dass die es doch eigentlich so naheliegend haben, ein 12-Volt-Anschluss. Ich mache die mal kurz auf, ihr seht es hier. Das heißt, ihr könnt jetzt mal entspannt, wenn ihr auf einer Campingtour seid, das wird dieses Jahr alles noch kommen, kann ich euch versprechen, ja. Dann könnt ihr hier schön Kühlschrank laden und sowas. Also so muss das sein, so muss ein Auto sein. Hier 2 Shortcuts im Prinzip, um die Sitze umzuklappen. Klick mal drauf, André. Ich klicke mal hier auf den hinteren. Habt das gesehen, Leute? Und jetzt noch den anderen. Boom. So. Sind umgeklappt, ohne dass man rumkrabbeln muss wie beim Model 3. Das stört mich auch. Also ich habe nichts gegen Model 3, muss man auch sagen. Aber ich hatte ja auch 2. Aber hier, das ist einfach besser. Auch der Einstieg, dieses Reinheben, ist toll. Du kommst schön ran, guckt euch die Fläche an. Ja. Und ich bin 1,90 Meter. Seht ihr auch, wie weit die Klappe aufgeht? Ja, wir können die noch ein bisschen höher machen, oder? Nee, ist Limit. Die ist tatsächlich am Limit. Ja. Also ist auch nicht mehr, dass ihr euch irgendwie stoßt oder sowas. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr noch eine Tiefgarage habt oder sowas. Die Heckklappe geht richtig hoch. Ich glaube, dieser Punkt da oben sind 2,40 Meter. Aber ihr könnt das ja hier einstellen. Das ist alles safe. Lässt sich ja einstellen, ist ja kein Problem. Genau. Ich habe noch eine andere Frage. André, die Rückleuchten sind ein bisschen anders jetzt, ne? Die Rückleuchten sind ein bisschen anders, sagt Kelvin. Da gucken wir doch mal rein. Ich gebe dir mal kurz die Kamera. Ja, hau raus. Ich blinke mal. Das habe ich nämlich gesehen, weil Rückleuchten ist ja mein Thema. Warte mal, Kelvin, das wollte ich noch zeigen. Wir gehen noch mal zurück. Aber ich kann es jetzt nicht. Wartet mal, Leute, wir machen die Heckklappe noch mal hoch. Denn ihr müsst auf den Ton hören. Was für einen Ton gibt's, wenn ich hier drauf drücke? Der ist nicht wesentlich sensitiver. Hört mal hin. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Der ist viel weicher als beim Model 3. Das Model 3 war richtig aggressiv. Also ja, und hier ist das so. Das sind so Kleinigkeiten, aber die machen den Wagen schon wieder sexy. Was mir auch gerade aufgefallen ist, die Heckklappeninnenverkleidung, die ist jetzt auch hier gepolstert. Gepolstert, wenn meine schönen zarten Füße da dran kleben. Und beleuchtet. Oh mein Gott. Also wirklich sexy. Und Lautsprecher. Wirklich sexy. Also da ist auch ein wichtiges Thema Lautsprecher. Wir haben hier keine im Prinzip Kofferraumabdeckung, wa? Hinten drinne. Leider nicht, leider nicht. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwann mal was im Aftermarket kommen wird. Also ich vermute mal, also ich weiß schon, die Chinesen haben alles, ja. Die Chinesen haben schon was entwickelt. Ja, ohne Mist, weil ob es dann wirklich so laut ist, wenn man die Motoren hört und so weiter, das wäre nicht so toll. Kelvin blinkt jetzt mal, wir schauen mal hinten rein, was jetzt passiert. Oh, größere Blinker. Genau, wir haben jetzt ganz große Blinker. Mega. Und, pass mal auf, jetzt frage ich natürlich, wo ist jetzt das Bremslicht hin? Ne? Das schauen wir jetzt mal. Ja. Vollbremsung, ich sehe nichts. Bremst nichts. Ja. Ah doch, jetzt hier außen. Ach, Leute, seht ihr es? In der Kamera sieht man es deutlicher. Also hier außen ist jetzt das Bremslicht, hier ist der Blinker drin. Das war ja früher immer hier noch geteilt, sah ein bisschen affig aus, viel zu klein. Außer Kelvin seiner, der hat ja umdisponiert mit seinen Handschuhlichtern. Aber so sieht das jetzt aus. Mega, wirklich toll, wirklich toll. So ihr Lieben, ihr wisst, ich bin 1,90 Meter. Mit einem dicken Bizep, so wie es sich hier hört. Und ich habe das Model Y, habe ich ja vorhin gesagt, gekauft, auch wegen Camping, dass ich mit meiner Frau mal schön nach Spanien kann oder nach Norwegen. Ich lege mich jetzt mal hier rein. Wir haben alles umgeklappt, seht ihr hier. Und mal gucken, was es so ausmacht, wenn ich mit meiner Volllänge hier liege. Also jetzt, ich mache mal so hier gerade, so wie es sein muss. Und dann seht ihr schon, 1,90 Meter. Ist schon watzig. Genau, muss ein bisschen die Füße einziehen. Muss ein bisschen Füße einziehen, aber das zeigen wir euch in dem Camping-Video auf jeden Fall. Komm gerade mal rum. Das zeigen wir euch im Camping-Video auf jeden Fall. Hier, das wäre jetzt in der Luft, ähnlich wie beim Model 3, aber da haben wir eine coole Technik gefunden, die zeigen wir euch im nächsten Video, wird im September, denke ich mal, rauskommen, war Kelvin? Genau. Und da haben wir noch eine Lösung, aber von der Länge, das Wichtige hier ist, bei Model 3 hattet ihr hier eine Strebe drin, war? Und das hat mich ziemlich gestört immer, weil ich mit dem Knie da dran kam. Jetzt kann ich entspannt hier mich hinsetzen, kann entspannt sogar fast so hier machen, mit 1,90 Meter war, blöd gesagt, und entspannt hier ein Buch lesen oder was weiß ich. Und das war Sinn der Sache. Genau, ein Buch lesen. Ja, gut, ich bin jetzt nicht der Leser.
Okay, war jetzt ein blödes Beispiel, aber so von Sinn her, das war genau das, was ich wollte. Wirklich toll. Und Kelvin, ich weiß nicht, ob du das noch sehen kannst, hier das Panoramadach. Ja, das ist mega. Also ich habe mich vorhin reingesetzt, ich dachte mir so, alter Schwede, was ist denn das für ein Glasdach? Wenn du jetzt hier mit 1,90 Meter liegst, bist du nachts mit deiner lieben Frau hier und bist gerade in Norwegen am Polarlichtern und siehst dann da draußen den Schleier. Das ist unbeschreiblich, oder Leute? Gebt einen Daumen auf jeden Fall für das Video schon mal, das würden wir uns sehr freuen, war Kelvin? Ja. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFuer-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFuer bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. So, Kelvin, jetzt bist du wieder an der Reihe. Genau. Wie groß bist du nochmal? Ich bin so 1,75. 1,75, okay. Okay, 1,70 eher. 1,70, oh, Kerle, Junge, da mehr Fruchtzwerge essen. Du setzt dich jetzt mal hinten rein. Wir setzen uns mal rein und schauen mal, was... Oh, guck mal, das ist ja schon so easy reinzukommen. Und ich muss wirklich sagen, krass. ja gut, für mich ist es natürlich easy, ne? Ja. Also man sitzt super komfortabel, auch die Sitze, die Polsterung, muss ich wirklich sagen, ist wesentlich unterstützender als beim Model 3. Also ich fühle mich wirklich... Und du sitzt halt ultra aufrecht, ne? Ja, guck mal, was du alleine hier vom Platz hast, hier, oder? guck mal, das ist... guck mal, ich kann Alter. komplett einmal durchstrecken. Das gibt's nicht. Das gibt's Und nicht. ja, also Fußraum ist massig da, Polsterung ist super. Auch der Mittelsitz hier Ja. ist mega groß gestaltet. Also ich meine, ihr könnt ja mal allein schauen, wie groß jetzt hier Alter, was das für Die eine Arm- Mittelkonsole ist. die Armlehne. Also da kannst du dich wirklich ohne Probleme hier hinfläzen. Und ich sehe gerade hier, der Unterschied zu dem Model 3 ist auch ganz klar dieser, wie sagt man, dieser Winkel des Sitzens. Ja. Also auf jeden Fall. Du siehst ja, du sitzt jetzt viel eher ganz aufrecht, Ja. ganz normal. Wahnsinn. Also auch ein bisschen angenehmer, würde ich sagen. Und du sitzt auch ein bisschen tiefer als beim Model 3, also im Vergleich zu den vorderen Sitzen. Ja. Weil du hast eher nicht, beim Model 3 hast du immer sehr das Gefühl, über der vorderen Sitzreihe zu sitzen. Hier sitzt du quasi auf dem gleichen Level. Mega. Und was ich auch gesehen habe, man hat jetzt hier kein Plastik mehr, das ist jetzt hier auch Stoff. Ja. Das ist ja beim Model 3 auch Plastik. Oh ja, das ist jetzt Stoff. Ja. Schön. Und die Moosgummis hier, ich sehe, das sind breiter als beim Model 3. Die haben Ja, sie ja. auch nochmal überarbeitet. Die Gummis sind ultra breit geworden. Und das Geile ist ja, ich kann ja hier sogar noch den Winkel verändern. Zack. Oh. Wie in der Business Class. Business Suite hier im Fahrzeug. Ich guck mal gerade von vorne, wie das aussieht. Kelvin, ich komme Ja. mal zu dir. Wow. So sieht das Ganze jetzt also aus. wenn ihr hier hinten sitzt, ich glaube, das ist schon fast besser als vorne zu sitzen. Ja. Es ist wirklich, dieser Blick hier oben rein ist phänomenal. Eine Sache nur, die mir aufgefallen ist, die habe ich auch schon mal gesehen. Und zwar müssen wir gucken, kommst du da dran an diese obere Teil? Wird eng. Ganz eng, also ohne Bodenwelle ja, Ja. aber wenn eine Bodenwelle kommt, könnte es sein, dass ich mal anstoße, aber auch nur in der Rückenlage. Also wenn ich jetzt noch auf den normalen Winkel gehe, Ja. dann definitiv nicht, da bin ich mit meinem Kopf zuvor. Krass, okay. Haben wir auch wieder was geklärt. Schön. Genau, zwei große Kelle im Model Y. Hinten ist mega viel Platz. Nicht mal unsere Ärmchen berühren sich, Ja, weil das ist wir so irre. viel Platz haben hier. Und da können noch 2 Dosen ohne Probleme rein. Und das Geilste ist halt wirklich dieser große Ausblick hier hinten. Ja, Ne? das ist unbeschreiblich. Das ist, Dafür sind Mann. hier auch die Lichter an die Seite gewandert mit Kleiderhaken. Anhänger, genau. Und ansonsten haben wir es eigentlich sehr Model 3 typisch. Wir haben jetzt hier noch Luftauslässe. Wir haben hier zweimal USB-C. Ja, und damit hat sich eigentlich hinten schon. Ne? Oh, das ist Wahnsinn. Guckt mal, wie viel Platz ihr habt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. André, guck mal, wie geil ist das denn? Können wir die Sitzdinger jetzt mal verstellen? Ja. Nein! Zeig! Oh ja, man kann sie höher machen ein bisschen, Ja. Leute. Eine Stufe. Mehr Eine nicht. Stufe. Ja, immerhin. Ja. Aber das ging bei Model 3, glaube ich, nicht, oder? Nee, du konntest hier in der Mitte, das kannst du halt hier auch natürlich nach oben packen. Ja, aber ansonsten ging da beim Dings relativ wenig. Ja. Und hier nochmal, wie gesagt, die Ansprache. Mal gucken, wie laut es dann wird, wenn ich meinen übernächste Woche kriege. Da werden wir das mal testen. Ansonsten müssen wir da irgendwas hinfrieren. Oh, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken. Nee. Oh, was macht Kelvin jetzt hier? Warte, Will was ausbauen? Oh. eine Durchreiche Oh. ist ja ganz, ganz wichtig. Für die gerne Skifahren oder sonst was oder irgend groß bei Ikea einkaufen. Die können tatsächlich hier... Warte, ich muss das mal von hinten filmen, da sieht man es besser. Ja. Soll ich noch mal machen? Nee, kannst du ruhig noch mal Ja. aufhören? Also was wir hier sehen, was wir natürlich auch können, hier können wir den Griff betätigen und dann können wir hier die Rückbank tatsächlich in der Mitte noch mal teilen, was wir beim Model 3 zum Beispiel nicht machen konnten und können hier
lange Skier zum Beispiel durchladen und das Fahrzeug weiterhin mit 4 Personen beladen. Das ist so krank. Also absolut toll. Ich bereue es nicht. Ich kann es sagen, ich habe es noch nicht, aber ich bereue es nicht. Also ich muss schon fast sagen, das Model Y ist das bessere Model 3. Ja, muss man echt so sagen, ohne Mist. Ich meine, ich habe es ja nicht ohne Grund genommen. Das ist schon echt Wahnsinn. André weiß, was er kauft. Ja, es ist echt Wahnsinn. Jetzt mal die Türen hier auf. Ja. Jetzt machen wir mal vorne. Vorne werde ich mich mal hinsetzen, weil ich 1,90 Meter bin. Ich glaube, das ist dann entscheidender. Genau. So Leute, jetzt machen wir den knallharten Vergleich. Ich vorne und hinten. Also wie es dann vom Platz her ist. Also wenn wir 4 Schaltlass hätten. Wir haben 4 Schalter, genau. Wir haben jetzt einen super sexy Einstieg, muss man echt so sagen. Er ist sehr komfortabel. Das Lenkrad ist jetzt ein bisschen tief, aber ich müsste noch ein kleines Stück hinter. So ungefähr. Und Lenkrad leicht nach oben, aber so ist es. Ihr seht jetzt hier schon diese Aufbausatz, war. Das ist im Prinzip der Unterschied zum Model 3. Ihr sitzt wesentlich höher. Und ich finde sogar, ich guck mal, wie tiefer geht. Ich bin schon ganz unten. Ich bin jetzt schon ganz unten und habe trotzdem gewaltig Platz. Ich finde aber, ich habe einen besseren Überblick noch als Model 3, weil du automatisch noch mal höher sitzt. Ja, aber hatte ich auch das Gefühl gehabt. Also ich oder? drin saß, hatte ich gedacht, wow, das ist echt hoch. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt schon ganz unten hier von der Einstellung. Ich sag mal, wenn du über 2 Meter bist, dann könnte es schon fast werden, dass du hier in Region von dem, wie nennt man, Sonnenblende gehst. Genau. Ne? Also ich sag mal, über 2 Meter wird kritisch, aber so ist es völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt ganz hoch machen würde, würde ich hier draus gehen. Ohne Mist, das muss man echt sagen. Das ist anders als beim Model 3. Ja. Ich gehe jetzt mal hoch in die höhere Position war und wir sehen jetzt schon, also jetzt bin ich schon längst in Höhe von der Sonnenblende und jetzt stoße ich gleich schon an. Ich bin noch nicht jetzt stoße ich an. Also Okay. jetzt bin ich ganz oben. Also zu groß dürfte nicht sein, das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten tipptopp, wirklich toll. Da ist das Model 3 vielleicht doch anders da als wie, weißt du, als Model Y. Ja, Wenn man groß ist. Ja. Muss man sich überlegen. Aber ansonsten wirklich toll, will ich nichts meckern. Ich meine, man kann ja ab sofort ja auch Probe sitzen, also von daher. Genau, schaut es euch an auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr es ja auch mal live sehen hier in den Service Center. Vielen Dank auch nochmal an Tesla, dass wir das hier dürfen, oder? Genau. Calvin? Mega. Das ist, glaube ich, Premiere. Das haben wir so in unserer Tesla-Karriere noch nicht erlebt. So sieht's aus. 1000 Dank wirklich und können wir uns 100 Mal bedanken. Echt so. So. Und dann schauen wir uns jetzt mal an das Thema Akku. Das wird viele von euch interessieren. So Leute, ein heißes Thema ist wirklich der Akku. Das ist im Prinzip, wiederholt sich alles wie damals Ende 2020 bei den Refresh-Modellen. Mein Long Range damals Model 3 hatte auch den alten Panasonic Akku. Dein Refresh-Modell zum Beispiel hatte den neuen 82 Kilowattstunden Akku. Und das gleiche wiederholt sich jetzt hier auch. Wir haben nämlich aus China im Prinzip die LG Akkus. Das heißt einmal den LG 5C und einmal den LG 5L. Der 5C Akkus, den kennen wir bereits aus dem Model 3 auch. Das sind 77 Kilowattstunden. Ist im Prinzip kein verkehrter Akku, aber ich sag mal, die Ladeperformance ist nicht ganz gleichzusetzen wie mit den Panasonic-Akkus, war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Genau, also ich muss sagen, die Panasonic-Akkus, die knallen heute. Also allein auf dem Weg heute, Das ist mega. 250 kW ist eigentlich kein Problem. Genau, das ist nicht das Problem, aber man muss auch sagen, positiv ist, dass die Performance im Winter deutlich besser ist. Das kann man ehrlicherweise sagen von den LG-Akkus im Vergleich zum Panasonic. So, nochmal zurückzukommen, wir haben jetzt den 5C-Akku und den 5L-Akku. Der 5C-Akku sind 77 Kilowattstunden, der 5L-Akku, das ist der neue von LG, der hat 82 Kilowattstunden. Und wir haben halt jetzt alle Besteller jetzt vom Q3, haben wir gehofft, dass wir den schon haben. Ich kann euch direkt sagen, freut euch nicht zu früh, ihr werdet den nicht haben. Also zu 99% habt ihr den 5C-Akku, also den, ich sag mal, den schlechten LG-Akku. Aber mit der Reichweite ungefähr von Typical Range würde ich sagen 500 Kilometer. Können wir gleich mal ausrechnen. Wir sehen es ja hier in der Anzeige. Kevin, kannst du mal kurz leuchten? Genau, ich stelle mal kurz auf Distanz ab. Ja, machen wir Distanz. 202 Kilometer bei 41%. Jetzt ein einfacher Satz des Pythagoras, war? Nein, das ist Dreisatz. Ach, Dreisatz ist das, stimmt. Unten. Das ist Spaß. Leute, nehmt es nicht zu ernst. Und dann zeigen wir es euch jetzt hier unten, was jetzt wirklich, wie viel dein Typical Range maximal ist. Wir vermuten ganz stark, das können wir ehrlich so kommunizieren, wir vermuten ganz stark, dass der 5L-Akku, der neue LG 5L-Akku in Q4 kommt. Und wir vermuten auch, Calvin, wir vermuten auch, dass sozusagen das Standard Range für Model Y auch in Q4 kommt. Genau, also Standard Range, denke ich, wird kommen. Also Hongkong, Macau zeigt ja schon deutliche Anzeichen im Konfigurator, dass da was kommen wird. Genau, und wenn ihr den 5L-Akku dann drin habt, dann habt ihr 545 Kilometer WLTP oder 542 Kilometer WLTP und jetzt in dem hier halt 507 Kilometer. Ist jetzt nicht verkehrt und sowas, es gibt Schlimmeres, aber die neue Akkugeneration haben wir hier noch nicht drin. Wenn wir schon mal hier vorne sitzen, André und ich haben gerade mal hier schon mal die Mittelkonsole ausgecheckt. Also wir vermuten mal ganz stark, dass baugleich sogar die baugleiche Mittelkonsole ist, weil es geht auch nicht tiefer rein, obwohl wir jetzt höher sitzen, Ja. wie Model 3 ist.
Die Anschlüsse haben wir ganz genau auch gleich. Die LED haben wir drin. Seht ihr vielleicht hier, wie es leuchtet. Man sieht's, ja. Und ansonsten hier drin, wenn wir hier mal reingucken, ist auch alles identisch. Also das ist wirklich, wie Kevin schon sagt, Model 3-like. Und ich würde sagen, hier drin auch alles. Das ist neu. Die Seitendinger, die kennen wir ja von Model 3. Refresh, hat man ein Video zu gemacht. Genau. Gefällt dir das? Also ich finde es jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Okay. Ja, also ich habe aber gehört, dass die Weißen auch Alcantara hier haben und nur noch weiß hier oben. Da müssen wir mal gucken, ob wir Da müssen wir dann bei meinem mal gucken. Ich habe ja weiß-weiß bestellt. Genau. Ich habe auch schon einen Namen, Leute. Das werdet ihr dann übernächste Woche erfahren. Ich weiß nicht mal. Du weißt noch nicht, wa? Da habe ich noch geheim gelassen. Ich gebe ja meinen Autos immer Namen. Black Series, Albatros und das Model Y hat auch einen schönen Namen. Wird euch gefallen. Und ansonsten sehen wir hier die Kamera drin. Ist auch alles gleich. Das haben sie aber ein bisschen anders gestaltet. Ne? Ist jetzt ein bisschen größer geworden alles, ne? Damit du auch ein bisschen... Ja. Weil wenn ich mal so gucke, also der kommt schon relativ weit runter. Ja. Also wie gesagt, ich habe echt das Gefühl, zu groß darfst du nicht sein. Weil sonst kollidierst du hier mit der Sonnenblende. Aber ansonsten wirklich tolles Auto, wenn ich hier auch noch mal zu... Hier, Kevin, hast du das schon gezeigt? Das ist jetzt Filz. Ach, tatsächlich, ne? Das ist jetzt nicht mehr Plastik. War das bei uns Plastik? Das war bei uns Plastik. Das Krass. ist jetzt Filz. Krass. Krass. Mega, wirklich mega. Und wie gesagt, die Türen hören sich jetzt qualitativ hochwertig an. Oh ja. Handschuhfach-Check. Handschuhfach ist nicht größer geworden. Also ich muss sagen, also ich glaube auch das Handschuhfach vom Innenraum wie beim Model 3. Also es ist USB-Stick, klar, ist drin. Also der hat, warte mal, lass mich mal kurz rausziehen. Ich glaube, wenn ich das darf, der hat jetzt 128 GB. Wir hatten, glaube ich, 64. Das kann sein. Also da müsste ich meine, seitdem der Serie drin ist, schaue ich da ehrlich gesagt auch. Ach man, ich kriege jetzt nicht. Kennt ihr das? Ah, Ja, so. Ja, perfekt. Ja. So, wir gucken mal gleich mal, ob wir den gleichen Features, Offroad-Modus und vor allem HEPA-Filter. Und wir haben ihn, Leute. Genau. Guckt es euch an. Den Bioweapon Defense Mode. Haben wir drinne. Wir gucken Sitz, Lenkradheizung haben wir auch dabei. Alles safe. Ja. Leute, freut euch auf euer Model Y, auch wenn der Akku jetzt vielleicht nicht das erwünscht ist. Ich mache die Klimaanlage aus. Und was wollten wir noch gucken, Kelvin? Offroad Mode. Haben wir hier einen Offroad Mode? Können wir hier ist irgendwas neu? Mal gehen wir unter Fahren. Offroad-Assistent. Okay, klick mal Ich drauf. gehe mal auf Info, passt die Traktionskontrolle für eine optimale Offroad-Leistung an. Manche Autopilot-Sicherheitswerte, zum Beispiel Notbremse, aktiven Offroad nicht verfügbar. Also müssen wir da mal testen. Da gehen wir mal in Steinbruch oder mal schön hier. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Darf ich das Auto wieder sauber machen danach? Du darfst das Auto dann gerne wieder putzen. Dann weiß ich auch, dass es ordentlich ist. Nee, test mal aus, Leute. Sehr cool. Sehr cool, wirklich. Jetzt schauen wir uns noch mal vorne den Frank an, denn der ist meines Erachtens größer als beim Model 3. Ja, wir haben ja natürlich hier mehr der ist Volumen. wesentlich größer. Ja, oh, guckt's rein, guckt's euch an. Hier ist wesentlich tiefer und ein Stückchen auch breiter. Genau. Das ist auch gut so. Aber wir sehen, die Position hier hat sich komplett, das ist komplett erneuert worden. Ihr seht jetzt hier euer Ziehbändchen für Notfall ist jetzt auf der linken Seite, nicht mehr hier drüben. Und die ganze Optik hat sich auch hier verändert. Das ist jetzt ein Teil, kann man sagen, war. Genau. Weil das hängt bestimmt auch mit einem HEPA-Filter zusammen, der ist genau hier dahinter. Genau, Wir wollen es jetzt nicht auseinanderbauen, weil hier seht ihr auch, dass jetzt hier geschraubt, da könnte Wasser stehen. Das ist natürlich nicht so gut, müssen wir mal gucken. Ja. Nicht, dass es Rostprobleme geben könnte, aber ansonsten safe. Kelvin, kurze Frage an dich als Spezialisten. Was ist das hier von der Abdeckung? Ja, die Abdeckung ist ganz einfach. Beim Model 3 war es ja so, dass die Haube die Frankhaube relativ nah geschlossen hat zum Frank. Ist jetzt hier nicht mehr der Fall und damit dann kein Wasser eintritt und ihr weiterhin quasi eure Fracht oder was auch immer ihr drin habt, geschützt habt, gibt es jetzt hier schöne fette Gummilippe. Schön. Oh, wir haben jetzt ein bisschen eingeknickt. Oh, shit. Kelvin, lassen ganz, lassen ganz, nicht So, kaputt jetzt machen. ist wieder ganz die Gummilippe, sodass alles hier drin schön abgedichtet ist. Und wenn wir hier drüben mal gucken, das kennen wir ein bisschen vom Model 3, hier haben wir auch noch mal so Schützer für den Winddurchlass. Genau. Das ist jetzt hier aber fest integriert und nicht dran geklebt. So sieht's aus. Krass, schön, wirklich schön. So Leute, nochmal zurückzukommen zu meiner Größe in Bezug aufs Auto. Ich habe jetzt hier vorne mal wirklich, was lachst du, Kelvin, Junge? Deine Größe. Und ich habe das jetzt mal so eingestellt, wie ich fahren würde, wirklich, sieht entspannt aus. Und wir gehen jetzt mal hinter, wie es da aussieht. Ich komme hier entspannt auch raus. Die Tür wird geöffnet vom Service und Ja, jetzt genau. gehe ich hier rein und Alter, mega, mega. Das Beste ist das hier unten. Wirklich, ich weiß nicht, ob man sieht, Ja, man meine sieht's, Quadratlatschen passen da locker noch Was für mal eine rein. Schuhgröße hast du? 45. 45, ja. Ihr könnt hier wirklich entspannt sitzen. Also, das ist unbeschreiblich. Das ist Tesla. Das kann man echt nicht anders. Oder Elektroautos generell. Der mittlere Tunnel fehlt hier komplett. Das ist Luxus pur. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und man sitzt super entspannt. Ich gehe jetzt hier raus und ganz entspannt. Tschüssi. Wahnsinn. Wahnsinn. Mein André und ich, wir saßen letztens in einem 5er BMW hinten, ne, zusammen, Ja. im Taxi. Ach, hör auf. Und
Ja, war Das irgendwie war- echt Katastrophe. Das war ne? eng. Ich saß da vorne eingefertigt. Ich dachte, was ist denn hier los? Ein 5er BMW, ein riesen Koffer, denk mal. Ja. Und dann sitzt du drinnen und Wie im ka- Hasenstall. ja, hast keinen Platz. Das war unmöglich. Unmöglich, muss man echt sagen. Also ich muss echt sagen, ich bin noch ein bisschen geflasht. Ich weiß nicht. Es ist Also, sick. ihr werdet lachen, aber wir standen eben gerade die ganze Zeit hier und mussten Ja. wirklich sprachlos vor dem Auto stehen. Ich muss das Auto von jedem Winkel angucken. Ich weiß nicht. Ich finde es sexy. Es ist, man muss es ehrlich so sagen, wie sagst du, Kelvin, das bessere Model 3? Also Genau. in meinen Augen. Es wa? ist absolut das bessere Model 3. Geschmackssache. Ja, Form ist natürlich Geschmackssache, aber wenn wir uns die Details anschauen, und wir haben ja jetzt wirklich schon lange Erfahrung in Model 3 und haben auch den Werdegang quasi gesehen eines Model 3s von der Entwicklung. Ja. Es ist wirklich besser. Müssen wir noch mal kurz zeigen, Kelvin, das haben wir vorhin nicht gezeigt. Alleine, das ist das schöne Tesla lernt zu, wa? Und wenn wir uns jetzt hier angucken, ich weiß noch beim ersten Model 3 damals, wo ich das abgeholt habe, da war dieser Radschutzkasten, war einfach draußen. Es hat immer fast am Rad geschlappt. Und jetzt guckt euch mal diese Verarbeitung an. Ja. Das ist, Auch oben, Ja. da fällt auch nichts mehr runter. Mann, Leute, Ja. das ist so sexy. Also, ich freue mich. 2 Wochen, Kelvin. Ja, 2 Wochen. und dann ist es soweit. Geil.